Das ist der fast fertige Mesh-Core-Router. Wie ich den hier aufgebaut habe, hatte ich im letzten Video schon gezeigt. Ich habe noch eine kleine Änderung gemacht. Ich habe diese Batterien jetzt verwendet. Das hatte ich im letzten Video als Kommentar ja schon mal hinzugefügt. So, dann habe ich kann das mal kurz durchgehen. Ich habe hier einen Alu-Antennenmast, eigentlich für eine Satellitenschüssel. Die hatte ich noch rumliegen. Dann habe ich 4 Rohrschellen genommen. Und nee, Rohrschellen nennt man das nicht. Ja, jetzt komme ich auf den Namen nicht, ganz toll. Egal. Die hatte ich auch noch rumliegen. Ich habe mir für die Solarzelle eigene Befestigung gebaut aus solchen Alustreifen. Ich hatte welche, die waren über 1 Meter lang. Die habe ich mit einer Blechschere zurechtgeschnitten, entsprechende Bohrung gemacht. Das sieht vielleicht so ein bisschen flatterig aus, ist es aber tatsächlich nicht, mit Ausnahme das hier. Dann werde ich noch das Kabel hier austauschen. Das ist natürlich Unfug, das hier reinzustecken. Ich meine, da krabbeln die Käfer rein, da kommt die Feuchtigkeit rein. Das heißt, ich habe mir jetzt so ein Kfz-Kabel gekauft, was rund ist, damit ich das hier auch schön abschließen kann. Und dann das Antennenkabel noch dazu, da brauche ich ein längeres, um das hier einzuführen, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich die Antenne hier hinbauen. Das sieht man hier auch, die Antenne, die ich hier verwende. Ich hole die mal hervor. Die ist relativ lang, ich weiß gar nicht. Sieht man das hier auf dem Video? Ich schaue mal. Ja, so ein bisschen. Hat in etwa 1 Meter Länge. Die Löcher, die sind relativ klein. Ich habe hier auch keine Rohrbefestigung für. Ich werde mal schauen, ob ich Schrauben finde, die einfach so lang sind. Dann werde ich die Schellen hier verwenden und dann einfach die Schrauben da durch. Und dann plane ich das hier so ranzupacken. Ich habe hiervon noch 4 Stück. Das heißt, ich würde das dann mit so ein bisschen Abstand machen. Das sollte dann eigentlich passen. Und dann sehe ich gerade, dann passt natürlich auch die Kabellänge. Ja, das Kabel hier, das ist nicht wasserfest. Das heißt, ich werde das Ganze mit Vakuumband dann noch umwickeln. Hier ebenso. Und dann baue ich das auf. Der Plan war, dass ich das aufs Dach hiefe. Allerdings haben mir schon OEMs gesagt, dass die Mesh-Core-Firmware noch relativ unstabil ist und auch des Öfteren aktualisiert wird. Das heißt, ich werde das hier erstmal in Bodennähe aufbauen, wo ich dann relativ schnell rankomme, um die neueste Firmware zu flashen. Auch hatte ich das Problem, dass wenn die Batterie alle war, nicht diese hier, sondern die vorherigen Batterien, dass selbst nach Wiederaufladung der Helltech nicht automatisch hochkam. Ich musste also immer hingehen, resetten. Das werde ich jetzt mit den Batterien mal testen. Das war zu dem Zeitpunkt auch der Helltech, Entschuldigung, der Mesh-Core Client. Jetzt habe ich einen Repeater. Ich weiß allerdings nicht, ob er sich dann anders verhält. Das werde ich nochmal testen. Auch das ist dann natürlich hilfreicher, wenn es auf Bodennähe ist, so dass ich da immer rankommen kann, ohne auf dem Dach rumzukraxeln. So sieht der Plan aus. Ich werde euch gleich im Anschluss noch zeigen, im Schnelldurchlauf zeigen, wie ich die geschnitten habe. Wirklich alles nur Pi mal Daumen. Ich habe einfach rangehalten, geschnitten und fertig war. Das gleiche mit Bohren. Ich werde noch ein Outdoor-Video machen, wie ich rumfahre, mit dem Fahrrad rumfahre, um zu schauen,
wie weit die Reichweite ist, denn die Idee ist ja nach wie vor, dass ich den Repeater benutze, um mit nicht Amateurfunk lizenzierten Freunden und meiner Familie in Verbindung zu bleiben, wenn mal etwas passiert, was wir alle uns nicht erhoffen. Ach so, ja, vielen Dank. Habe ich ganz vergessen. Ich habe ja jetzt 50 Abonnenten. Ja, vielen Dank dafür. An jeden einzelnen dieser 50. Und ja, ich hoffe, dass das werden noch ein paar Abonnenten mehr. Gut, dann schaut euch den Rest an. Ansonsten sehen wir uns in einer Woche wieder in einem Video. Und dort wird es sich diesmal um das TrueSTX drehen, sofern das Wetter mitspielt. Ich will mit dem nach draußen fahren, nach draußen gehen, um ein bisschen Kurzwelle zu machen. Wobei, ich sehe gerade, meine Antenne ist noch nicht angekommen. Ja, welches Video werde ich denn machen? Schauen wir mal. Ich bin selber überrascht und ein bisschen durch den Tüdel. Aber okay, bis später. Dann gehen wir mal kurz das Flashen durch. Auf der Meshcore Homepage suchen wir unter dem Meshcore Flasher die Hardware, die ich hier habe. Das ist der Heltec V3. Ich möchte das als Repeater
verwenden. Dann die neueste Version. Alle Daten, die drauf sind, sollen gelöscht werden. Beim Update würde man das nicht machen. Dann wähle ich die USB-Schnittstelle aus. Jetzt beginnt das Flashen. Ich spule hier ein bisschen vor, weil es doch relativ lange dauert. Ja, und wenn er mit dem Flashen durch ist, dann konfigurieren wir das Ganze. Hier müssen wir uns mit der Hardware wieder verbinden, also nochmal auswählen. Im Grunde ist alles schon vorgegeben. Man muss nicht mehr viel einstellen. Zumindest habe ich nicht mehr viel eingestellt, außer oben das Passwort. Dann kontrolliere ich, achso, Entschuldigung, ich trage als erstes ohne Info ein. Ich nehme nicht mein Call-Sign, sondern nur ein paar Buchstaben davon. Unten die Einstellung bleibt so. Wichtig ist, dass in Repeat ein Häkchen drin ist, aber wie gesagt, das ist alles Default. Dann scrolle ich nochmal nach oben und trage die Location unter Maps ein, denn der Heltec V3 hat kein GPS-Modul. Ja, und dann war es das auch schon. Dann speichere ich das Ganze, lade mir die Config runter und ja, dann schließe ich die Antenne an. Fertig.